Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und heute widmen wir uns einem Thema, den sich schon mein wertgeschätzter YouTube-Kollege Hanrizzle schon vor 1-2 Tagen gewidmet hat. Und zwar den Beta-Servern. Ja, ich kam jetzt bisher noch nicht dazu, ein Video darüber zu machen, weil in letzter Zeit wieder so viel Content auf einmal da ist. Es ist ja immer das Gleiche bei Shakes and Fidget. Ja, 1-2 Monate ist so komplett Flaute-Phase. Da muss man sich aus den Fingern quasi saugen, was man an Videos jeden Tag hochladen kann. Und dann kommt eine Update-Welle, wo man denn nicht weiß, welches Video man zuerst machen muss. Und so geht mir das jetzt momentan gerade auch wieder. Und ja, deswegen kam ich da bisher noch nicht dazu, was das angeht. Auf jeden Fall in der offiziellen Shakes and Fidget Show wurde ja erwähnt, neben den ganzen Updates, die wir gehört haben vom CEO quasi von Player Games, dass es auch einen Beta-Server geben wird, wo dann quasi dieses neue Backend drauf zu testen sein wird. Und das Ganze soll ja ein Community-gebundener Server sein. Das heißt, die Community soll vorher testen, ob das Update dann auch so umsetzbar ist, spielbar ist. Es gibt da wohl keinen neuen Content drauf, großartig. Es soll halt wirklich einfach nur getestet werden, ob das Ganze so funktioniert oder nicht. Auf jeden Fall ist das schon mal ein riesiger Schritt in die richtige Richtung. Ich finde persönlich sowieso, seit dem Stream, muss ich tatsächlich sagen, entwickelt sich der Player in eine gute Richtung, kommunikativ gegenüber der Community, dass sie da den obersten Chef von Player Games dazugeholt haben und Fragen aus der Community gestellt worden sind und auch Fragen, die tatsächlich wirklich sehr relevant sind und die wirklich viele von uns wissen wollen und nicht irgendwelche Fragen, die, keine Ahnung, mal ein User geschrieben hat und die Frage wird dann halt jetzt da eben rausgesucht. So, ne? Also es kam mir zumindest so vor, als ob sich die Fragen so rauskristallisiert haben, welche wirklich am interessantesten sind, und das ist natürlich eine sehr positive Sache. Ja, auch wenn die Antwort meistens immer dieselbe war, ne, gut, da kann man halt aber eben nichts machen. Wenn dann eben ein Spiel, was immer noch auf die gleiche Programmiersprache seit 12 Jahren funktioniert, wird es mal Zeit für eine neue. Und deswegen kann man auf jeden Fall beachtlich sagen, es ist krass, oha, mit wie wenig Leben ich überlebt habe, dass es das Spiel heutzutage immer noch auf dieser alten Programmiersprache läuft und besteht so, ne? Auf jeden Fall, um zum Thema zurückzukommen, soll es einen Free-to-Play-Server geben. Diese Info wurde tatsächlich nicht im Stream gesagt, sondern kam hier von Leander. Wie gesagt, das hatte der Hanrizzle alles schon mal in seinem Video erwähnt gehabt. Ich wollte aber auf das Thema auch nochmal aufmerksam machen, weil ich das ziemlich wichtig finde und auch interessant, ne? Und er hatte hier geschrieben gehabt, dass der Beta-Server, der rauskommt, Free-to-Play sein wird, um ein paar Sachen zu testen, ja? Wir können keine Mushrooms kaufen, etc. Ja, also das ist natürlich eine Sache auf jeden Fall, worauf ich mich sehr freue, denn ich bin gespannt, ob sie damit eventuell auch neue Servermechaniken oder sowas, was mache ich hier eigentlich schon? Ja, Servermechaniken oder sowas ausprobieren. Kann natürlich sein, dass es jetzt wirklich nur zum Testen ist, dass der Server Free-to-Play ist und dass eben das der Grund ist, oder es wird eben ein Free-to-Play-Server an sich schon gleichzeitig mitgetestet, anstatt nur das Backend zu testen auf dem Server, sondern auch gleichzeitig ein Free-to-Play-Server, ja. Und das ist ja auch tatsächlich ein Wunsch, den tatsächlich sehr viele aus der Community auch schon lange hegen, unter anderem auch ich, dass es mal wieder so eine Event-Server gibt, wo die Leute drauf spielen können, um einfach mal so ein bisschen Abwechslung in die ganze Materie reinzubringen, ne? Es gab ja bisher meiner Meinung nach, ich weiß nicht, ob es schon öfter so war, aber es gab bisher einmal einen einzigen Speed-Server, wo die Einkommensquellen quasi erhöht worden sind. Ich weiß nicht mal, wie viel mal die erhöht worden sind, mal 5 oder so, keine Ahnung, ich kann es nicht sagen. Weil zu der Zeit habe ich noch nicht Shakes and Fidget aktiv auf YouTube vertrieben, sondern habe es nur privat für mich gespielt. Da ging der Server leider an mir vorbei. Ja, und solche Server, Entschuldigung, Frosch im Hals gerade wie ein Franzose. So eine Server wünschen sich halt die Leute und unter anderem auch ich auch wieder mal zurück, dass man halt
zwischen den Update-Phasen, ne, das hatte ich ja schon mal betont gehabt vor einer Zeit, dass man zwischen diesen Update-Phasen, wo halt wirklich so Flaute ist, dass man da eventuell so einen Server mal zwischenschieben kann und ja, vor allen Dingen jetzt so ein Free-to-Play-Server ist halt wirklich eine Sache, da muss man sagen, jo, das ist wirklich sehr, sehr nice, wenn die das dann noch hinkriegen, dass man dann ja überhaupt keine Bezahloption hat. Also ich rede auch hier von diesen Angeboten, die man hier machen kann, um sich Pilze zu holen. Ne? Wenn das auch wegfällt, ne, das ist natürlich eine Sache, das wäre natürlich ganz nice. Dann wäre natürlich auch noch schön, wenn es klappen würde, dass die Botter irgendwie das Handwerk gelegt wird, aber ich glaube, das wird relativ schwierig werden. Ne, weil ja die ja dann eben das Sammelalbum so gut grinden können dadurch denn und in so einem Free-to-Play, ne, das hatten wir ja im Turnier gehabt, auf so einem Free-to-Play-Server sich natürlich deutliche Vorteile dadurch erschaffen können, so, ne, und das ist natürlich was wir halt eben nicht wollen, wenn es darum geht, falls es bei so einem Server auch mal zu irgendwelchen Preisen kommt, weil es einfach so in den Server launchen, so ein Event-Server ist natürlich immer es muss auf jeden Fall. Was ist das denn, Digga? Ach nö, Alter, das ist ja die übelste Bestrafung hier, ey. Naja, gut. Also so ein Event-Server, das war auch damals beim Speed-Server so gewesen, das muss halt immer ein Anreiz da sein, um den Server auch zu spielen, weil sonst ist es halt ein Server wie jeder andere auch. Und beim Speed-Server damals war es ja so gewesen, dass man so einen goldenen Pilz als Belohnung bekommen hat an den Besten oder so. Und die erste Gilde, also die beste Gilde von dem Server, die wurde halt irgendwo auf der Shakes & Fidget-Seite verewigt. Aber fragt mich jetzt nicht wie und wo. Und das war auf jeden Fall dort denn die Belohnung dafür gewesen. Und sowas wäre auf jeden Fall nice, wenn es sowas in Zukunft auch mal wieder geben würde. Auf jeden Fall. Unterm Strich können wir sagen, ich freue mich schon mal dahingehend, dass die Macher von Shakes & Fidget, die Entwickler, erstmal solche Server releasen, um zu testen, ob Updates überhaupt darauf funktionieren, weil das war ja auch so eine Sache gewesen, die viele angekreidet haben. Die bringen halt Sachen raus so und testen die gefühlt nicht mal vorher. Ne? Das kann man jetzt so auch nicht mehr sagen. Jetzt werden halt Leute auf diesen Community-Server eingeladen. Ich weiß auch nicht, ob das ein exklusiver Server sein wird, ob der Server für die komplette Community bereitgestellt wird oder ob da halt wirklich nur eingeladene Leute draufkommen. Das kann ich euch natürlich nicht sagen. Aber was ich euch sagen kann, und das wurde im Livestream auch angesprochen, dass der Server tatsächlich nicht mehr so lange auf sich warten wird. Ne? Und das ist natürlich schon recht cool zu wissen, dass wir da wirklich jetzt nicht bis zum nächsten Jahr oder sowas warten müssen, sondern halt es relativ zeitnah anscheinend passieren wird. Ne? Aber wir lassen uns erstmal überraschen, was passiert, ne? Weil wir müssen uns ja nicht voreilig auf irgendwas hypen, das muss ja auch nicht mehr sein. So, ne, deswegen lassen wir die Dinge mal auf uns zukommen. Auf jeden Fall wollte ich euch mal diese Nachricht weiterbringen. Es ist auf jeden Fall sehr interessant, um mal darüber ein Video zu machen. Und wie gesagt, dadurch, dass halt die letzten Tage jetzt so viel passiert ist, aber ich wollte das Thema auf jeden Fall auch nochmal anschneiden und natürlich dahingehend auch eure Meinung hören, was ihr dazu zu sagen habt und wie ihr das Ganze seht. Ne, ob ihr das gut findet, ob ihr das feiert, was ihr eventuell für Vorstellungen habt an den Server, was da drauf passieren könnte und wofür das Ganze nachher in Zukunft weiterhin gut sein wird. Ne? Ja, gut, ich denke mal, soweit wird es das erstmal gewesen sein. Wir machen mal hier noch einen Try. Der Stumbledore, der liegt schon, oder ist schon fast ein paar Mal gelegen hier, aber irgendwie will er noch nicht so richtig. Der war schon ein paar Mal bis hierhin, ne? Also der ist sehr gut machbar. Aber so ein bisschen versteckt er sich noch. Der will nicht so richtig, dass ich ihn besiege hier. Ne? Also ich freue mich auf jeden Fall über meine neue Waffe hier auf dem Battlemage. Oh Mann, weggekrittet hier als Magier. Das ist ganz nice. So, ne? Jetzt haben wir soweit alles ausgerüstet. Ich weiß noch nicht, ob ich nochmal einen Stream machen werde extra, ob ich hier für die Schuhe nochmal einen Stream anhaue oder so, oder ob ich die nochmal irgendwie im Video versuche zu finden. Und hier auf dem Main genauso, da weiß ich auch noch nicht, ob ich nochmal
ja, das also gleichzeitig verbinde mit dem Battlematch und meinem Main, weil hier fehlt mir ja noch auch ein Item, aber das zu finden, das ist halt so schwer, da muss ich wirklich sehr viel Glück haben und ob das passieren wird, das weiß ich nicht. Keine Ahnung, das kann ich euch nicht versprechen und ja, mal schauen. Auf jeden Fall möchte ich auf dem Battlematch noch eher das Item hier finden, weil das ist noch ein normales Epic, als hier mein letztes Item. Das ist mir tatsächlich mehr wert, dass ich auf dem Battlematch nochmal einen Run mache. Vielleicht mache ich auch nochmal einen kompletten Try, einen kompletten Run nochmal in einem Video auf dem Battlematch hier. Mal schauen. Und dann gucken wir mal, was passiert einfach mal. Ne? Gut, dann soll es aber erstmal soweit wieder für das Video gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auch Mensch. Die rüsten sich ja auch alle aus. Die sind alle nicht am Schlafen hier. Ne? Die sind alle nicht am Schlafen. Die rüsten sich auch alle weiter aus hier. Ja, also zumindest der Webster und Teufel, das ist so die größte Konkurrenz. Die anderen sind zwar auch stark so, aber ich habe das Gefühl, die geben nicht so ganz so viel aus. Ne? Das ist natürlich auch, ja. Also es ist ein Battle zwischen uns dreien hier auf jeden Fall. Aber ich bin guter Dinge, dass wir da auf lange Sicht gesehen noch Erfolg haben werden auf dem Server. Ja, gut, das soll es soweit gewesen sein. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten ja, wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.